Das Hitrack kommt wie gewohnt als Set. Für die Montage des Hitrack braucht es nicht viel Vorbereitung. In den vorderen schiebt ihr einfach die Metallhalterung ein, bis es laut Klick macht. Voraussetzung generell für die Montage ist natürlich, dass euer Bike die entsprechenden Bohrungen hat, hier in der Gabel. Für die Montage nun nehmt ihr die große Schraube und schiebt sie in die Bohrung hinein. Von der anderen Seite legt ihr dann das Hitrack auf, dann eine Unterlegscheibe und die Kontermutter. Die Metallhalterung lässt noch etwas Spielraum für die Anpassung des Abstandes zum Reifen. Wir empfehlen gleichmäßig natürlich 15 mm. Ich muss das Hitrack hier höher montieren. Ihr haltet dann die Kontermutter mit einem Schraubenschlüssel oder ähnlichem Werkzeug fest und zieht die Schraube dann mit einem Inbusschlüssel an. Achtet auch darauf, dass das Hitrack parallel zum Reifen ausgerichtet ist und dann natürlich nicht schleift. Voraussetzung für das hintere Hitrack ist natürlich auch eine Bohrung. Hier in der Brücke zwischen den Sitzstreben. Dafür ist im Zubehör auch eine Halterung dabei. Ihr klippt diese einfach auf das Hitrack und schiebt das dann zwischen die Sitzstreben. Ihr macht dann die Halterung am Sitzrohr noch fest. Dafür ist auch ein Gummi im Zubehör. Und dann hier auch die Unterlegscheibe mit Schraube befestigen. Achtet auch hier auf den gleichmäßigen Abstand und die parallele Ausrichtung und dann könnt ihr das Hitrack festmachen. Bei einem anderen Bike habt ihr gegebenenfalls andere Bohrungen. Hier zum Beispiel habe ich ein senkrechtes Gewinde. Die Halterung dafür könnt ihr verstellen, wie ihr das hier seht. Clipst diese dann auch wieder drauf. So. Was ich hier allerdings feststellen muss, und das ist ganz rahmengeometrieabhängig, dass der Abstand zum Reifen sehr, sehr eng ist. Also ich kann diese Halterung nicht verwenden, würde in diesem Fall direkt ein Loch in den Radschutz bohren. Das ist auch überhaupt gar kein Problem. Ich markiere mir also die Stelle, passe das in etwa an, wie es hinterher sitzen muss, markiere mir die Stelle, mache ein Loch und schiebe dann schon mal Unterlegscheibe mit Schraube hindurch. Hier ist der Abstand, wie gesagt, sehr eng. Ich nehme das Hinterrad raus, dann kann ich das Hitrack vernünftig verschrauben, mache dies dann auch so und richte den Radschutz grob aus. Für die Feinausrichtung mache ich die Befestigung am Sitzrohr zunächst fest und montiere auch das Hinterrad wieder. Jetzt komme ich immer noch an die Schraube, kann es fein ausrichten, dass damit der Abstand passt und der Radschutz auch parallel läuft.